Meine Mutter hat vor ihrer Abreise einige Untersuchungen bei ihrem Mann machen lassen. Ja, Barbara von Sterneck. Gewebetests und eine Mammographie. Ich brauche die Ergebnisse, den Befund. Herzlichen Glückwunsch, Sie können stolz sein auf Ihren Sohn. Ich glaube, das sind wir. Ja. Ich hätte keinen Bock drauf. Du hast doch gar nicht die Figur dazu. Das ist mein Sohn. Ein Gesicht, das man sich merken sollte. Hallo. Na, wie war's auf der großen Modenschau? Ganz nett. Jan ist sehr gut angekommen. Signora, Sie sehen traurig aus. Ich bin nur ein bisschen erschöpft. War ein ziemlich langer Abend. Was hast du so gemacht? Ich war mit Florian im Kino. Ach, das ist schön, dass ihr mal zusammen was unternehmt. Signora Brandner? Ja. Ach, nichts. Wir können auch morgen darüber sprechen. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Nacht, Ramon. Schlaf gut. Nacht, Ramon. Bis morgen. Nur komm. Nimm's dir nicht so zu Herzen. Hm? Wie diese Frau sich in Szene gesetzt hat, das tut schon weh. Ja, das ist Clarissa. Sie muss auf Teufel komm raus im Mittelpunkt sein. Was mag in dieser Frau vor sich gehen, dass sie zu sowas fähig ist? Ach, was hat sie denn noch in ihrem Leben außer ihrer Show und ihren Schikanen? Eine Familie, das gibt's doch gar nicht mehr für sie. Und ich glaube, das fuchst sie manchmal ganz schön. Meinst du? Ja, das meine ich. Im Übrigen, für Jan bist du seine Mutter. Daran wird Clarissa nie was ändern können. Nee, Kathi. Du hast genug für heute. Ach, nur noch ein halbes Glas, bitte. Zeig deine Augen. Schau mir in die Augen, Kleines. Oh, die sind ja ganz klein. Nein. Was meinst du, was mit deiner Mutter erzählt? Müssen Sie ja nicht unbedingt auf die Nase binden. Kathi, bitte. Es war ein wunderschöner Abend. Verdirb ihn bitte jetzt nicht durch deine Quengelei. Dann eben nicht. Als ich so alt war wie du, da durfte ich überhaupt noch keinen Alkohol trinken. Weißt du eigentlich, dass Gaius und Marius dachten, du bist mein Vater? Das sind die beiden von der Modenschau, nicht? Gero hat ihnen aber dann doch die Wahrheit gesagt, der alte Spielverderber. Gerade als ich ihnen erzählen wollte, dass du dich jahrelang im Untergrund verstecken musstest, wegen der Mafia und so. Du magst die beiden, was? Und deswegen würde ich sie gern morgen zu uns einladen. Hierher? Ja, mit ein paar alten Freunden, wenn du nichts dagegen hast. Muss das sein? Och, bitte, Christoph. Ich würde ihm so gern das Schloss zeigen. Du möchtest wohl gern Prinzessin spielen, was? Ja, Und wie steht's mit den Hausaufgaben der Prinzessin? die zeige ich dir morgen Nachmittag, okay? Okay. So, und jetzt ab. Nachdenken. Nacht, Kathi. Morgen. Hab ich dich geweckt? Nein. Ach, ja. Morgen. Ich muss auf der Couch eingeschlafen sein. War wohl ein ziemlich langer Abend gestern Abend. Lang und aufschlussreich. Ja, so klingst du auch. Ich habe kaum geschlafen. Kein Wunder, zu zweit auf so einer Couch. Ich habe die Nacht leider allein verbracht. Aber du hattest doch Vince eingeladen. Nicht gekommen? Doch, er war da. Und? Ja, nichts und. Ich bin nach der Show ins Mondrian, ohne Vince. Wieso? Sekunde. Gero von Sterneck? Ach, guten Morgen, Herr Dr. Wiesenfeld. Ja,
Sie haben vor ein paar Wochen veranlasst, dass Gewebeproben meiner Mutter... Ja, das verstehe ich schon. Ich bin selbst Medizinstudent. Aber könnten Sie nicht in diesem Fall mal eine Ausnahme machen und mir die Informationen geben? Ja, ich verstehe. Trotzdem vielen Dank, dass Sie so schnell zurückgerufen haben. Auf Wiederhören, Dr. Wiesenfeld. Habe ich das falsch verstanden? Oder ist deine Mutter krank? Vielleicht ist sie krank. War das ihr Arzt? Er hat Gewebeproben von Barbara zur histologischen Untersuchung geschickt. Zu was für eine Untersuchung? Eine Untersuchung, die man normalerweise bei Krebsverdacht macht. Soll das heißen, dass sie vielleicht... Ich hoffe nicht. Was sagt denn Ihr Arzt? Dass er an die ärztliche Schweigepflicht gebunden ist. Und wie willst du jetzt rausfinden, was mit Barbara ist? Ich muss sie unbedingt finden. Und zwar schnell. Dieser Thomas Lorenz hätte wirklich... Ein solches Angebot lehnt man doch nicht ab. Und dann auch aufgrund eines läppischen Verdachts. Mein Gott, wenn man mir früher ein Stipendium angeboten Ja, hätte. ich weiß. Dann wärst du längst ein Star-Architekt geworden. Du machst dich nur lustig über mich. Ich mach mich nicht lustig über dich. Ich kann's doch nicht mehr hören, dein ewiges Gejammere, was war und was hätte sein können. Ach, jetzt hört auf zu streiten. Susanne hat einen Fehler gemacht, ja, aber ist nun mal nicht mehr zu ändern. Ich komme mir selbst schon ganz blöd vor. Hallo. Hallo. Was Überraschung. gibt's? Zeig mal. Da hat ja Clarissa erreicht, was sie wollte. Wieso? Was ist denn gegen das Bild zu sagen? Wie ist die Unterschrift? Jan Brandner und seine Mutter Clarisse von Anstetten. Ja, da ist ja was Wahres dran. Was heißt denn Mutter? Wer hat denn Jan großgezogen? Ja, deshalb ist Clarissa noch immer Jans leibliche Mutter. Ja, sicher. Aber wie sie sich gestern Abend in den Vordergrund gedrängt hat, das war schon verletzend. Und alles nur, um Iris und mir eins auszuwischen. Mein Gott, du tust ja so, als hätte Clarissa nichts anderes zu tun, als sich zu überlegen, wie sie dir dein Leben verpfuschen kann. Sag mal, wieso verteidigst du sie überhaupt? Hast du nicht gehört, wie weh sie deiner Mutter getan hat? Hm? Eure Probleme möchte ich haben. Hallo Kathi. Hi, Kathi. Nette Hütte. Hallo Mann. Wie viele Leute wohnen denn hier? Hast du auch eine Kammerzofe? Die ist so laut. Wird sonst das Schlossgespenst wach? Schön. Zu spät. Tja. Seid doch mal einen Moment ruhig. Das ist Christoph von Anstetten, der Schlossherr. Und mein Ersatzvater. Jetzt schon? Naja, ich dachte, du hast bestimmt nichts dagegen. Aber doch nicht schon am Vormittag. Habt ihr denn keine Schule? Samstags? Wir haben heute keine Schule. Sonst hätte uns Kathi doch gestern Abend gar nicht eingeladen. Ach, du hast deine Freunde eingeladen, bevor du mich gefragt hast? Ja, ich dachte, du hast nichts dagegen. Wir wollten nämlich unbedingt mal ein Schloss besichtigen. Bitte, Christoph. Naja, ich kann dich ja schlecht wieder nach Hause schicken. Oder? Dann fang schon mal mit der Schlossbesichtigung an, Kathi, ja? Ich zeige euch nachher die Stallung. Au, ja. Und Cecilia macht euch später was zu essen, ja? Entschuldigen Sie, Herr Graf, ein dringender Anruf für Sie. Ja gut, also bis nachher. Danke, Christoph. Kathi, das nächste Mal bitte. Frage ich vorher. Das wäre ja fast in die Hose gegangen. Ach, Quatsch. Ich hab Christoph doch voll im Griff. Am besten du bindest ihn gleich fest, sonst kriegt er noch einen Höhenflug. Nur kein Neidschwätzchen. Ich und neidisch? Was denn? Zum Beispiel darüber, was man über mich schreibt. Nicht übel. Hier ist noch ein Artikel. Oh nee, hör mir bloß mit dem Foto auf. Gefällt's dir nicht? Also ich find's okay. Na, du weißt ja nicht, was zu Hause los war wegen dieses Bildes. Wieso? Was ist denn damit? Mama war stinksauer auf Clarissas Muttershow. Ach, so ein Schwachsinn. Das hat sie halt verletzt. Wegen dem blöden Bild? Nicht das Foto, aber wie Clarissa sich aufgeführt hat. Wann begreift Iris endlich, dass sie für mich meine Mutter ist? Dann solltest du ihr es mal wieder sagen. Ja, ich sollte mal zu ihr nach Köln fahren und mit ihr reden. Tu das.
Sag mal, wie viel Kohle hast du eigentlich abgezockt an diesem Abend? Oder ist das ein Geheimnis? 5000 Mark. 5000 Mark? Für so ein bisschen rumlaufen? Ja, hör mal, so ein bisschen rumlaufen. Das ist hochqualifizierte Arbeit. Ich würde auch gern mal so viel Geld an einem Abend verdienen. Und? Was machst du mit dem Geld? Auf mein Girokonto legen, was sonst? Klasse. Schlechter kann man sein Geld gar nicht anlegen. Was schlägst du denn vor? Ja, es gibt einige Möglichkeiten. Ich erkläre es euch gerne mal. Ist ein bisschen kompliziert. Mhm. Und wieso weißt du so gut Bescheid? Ich studiere Betriebswirtschaft. Da lernt man sowas. Und sie ist topfit im BWL. Mhm. So topfit, dass ich mich nicht mal für Stipendien bewerben muss. Wie sieht das denn? Ach, ist eine lange Geschichte, erzähle ich später. Was ist, fahren wir gemeinsam nach Köln? Nee, ich habe hier noch was zu erledigen. Ja, gut, dann nicht. Also, bis später dann, irgendwann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Also, ich glaube, ich muss mal die Kneipe aufmachen. Sagst du mir Bescheid, wenn du was von Barbara erfährst? Na klar. Soll ich? Aber das wird Christoph sein. Also, ciao. Ich rufe dich an. Okay. Hallo. Ah, Sophie. Das ging aber schnell. Ja, ich habe mich beeilt. Wollen Sie schon weg? Die Kneipe ruft. Ah ja. Tschüss. Tag, Gut, dass Gero. du da bist. Setz dich erst mal. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Im Nachhinein fällt mir so vieles ein, was Barbara vor ihrer Abreise noch gesagt hat. Zum Beispiel? Ja, ihr werdet mich nicht wiedererkennen und sowas. Ich habe das natürlich nicht weiter ernst genommen. Ja, jetzt finde ich diese Unterlagen hier. Was sind das für Unterlagen? Sie hat Untersuchungen machen lassen. Untersuchungen, die man normalerweise nur bei Krebsverdacht macht. Krebs? Und wir haben keine Ahnung, wo Barbara steckt. Ich glaube, ich weiß, wo wir sie finden können. Darf ich? Ja, klar. Was ist denn das für ein Stoff? Stand so einsam in der Bibliothek rum. Hab ich gleich verhaftet. Boah, ey, der hat ja 54 Beats per Minute. Ja, ist doch super. Nee, also wenn schon, dann richtig. Bei mir zu Hause wäre das nicht angesagt. Wieso? Steht deine Mutter nicht auf wilde Partys? Da kennst du sie aber schlecht. Na, Girls, wie sieht's aus mit den Cocktails? Schon fertig. Sehen scharf aus, die Teile. Schmecken auch so. Probier mal. Ziehen ordentlich rein. Ja, hoffentlich verträgst du auch was. Logo. Wie's den aus den Latschen haut. Dann gibt's hinterher eine ganze Menge aufzuwischen. Da steht dein Ersatzvater wahrscheinlich nicht so drauf. Dafür hat man auch seine Hausangestellten. Christoph ist echt super. Er erlaubt mir fast alles. Ganz wie deine Mutter. Genau. Sie ist mal derart drauf, sag ich dir. Vielleicht sollte sie sich mal einen Lover zulegen. Oder hat sie einen? Ah, das ist eine lange Geschichte. Geil, erzähl. Ah, der Hausdrachen kommt. Hatten wir nicht vereinbart, dass die Veranstaltung nach dem Essen beendet ist? Was geht Sie das an? Ich trage hier die Verantwortung, solange der Herr Graf nicht im Hause ist. Ach ja. Und ich möchte, dass hier alles wieder in Ordnung kommt. Und zwar schnell. Ich bekomme nämlich nachher den Ärger. Dann müssen Sie sich mit dem Aufräumen immer ein bisschen ins Zeug legen. Dafür werden Sie auch bezahlt. Arno, du traust dich hierher? Wie du siehst, Und was erschafft mir die Ehre deines Besuches? ich möchte etwas über mich und meine Familie klarstellen. Arno, du nimmst dich viel zu wichtig. Deine Familie interessiert mich überhaupt nicht. Ach ja? Hatte ich dieses Nichtinteresse an meiner Familie vielleicht gestern Abend zu der peinlichen Mutter- und Sohn-Show veranlasst? Jan ist mein Sohn. Hast du das vergessen? Ich nicht, aber du scheinst dich nur daran zu erinnern, wenn Fotografen dabei sind. Wie selbstsicher mein kleiner Arno plötzlich auftritt. Deinem kleinen Arno geht es auch ausgesprochen gut, Clarissa. Sprichst du von deinen kleinen Bauunternehmen? Nein, Clarissa, ich spreche nicht von Geschäften. Ich spreche von meiner Familie, meinem Freundeskreis. Dinge, die du zerstören willst bei anderen, weil du selber sie nicht mehr besitzt. Moment. Meine Antwort kriegst du gleich. Clarissa von Anstetten? Cecilia de Witt. Guten Tag, Frau von Anstetten. Ja, was gibt's denn?
Frau von Anstetten, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Kathi bringt hier mit irgendwelchen Freunden das ganze Schloss durcheinander. Und? Es war nicht ausgemacht, dass ich mich um kleine Gören kümmere. Ich hasse Kinder. Arno! Ach, verdammt. Und wegen so einer Lappalie rufen Sie mich an? Wen hätte ich denn sonst anrufen sollen? Ich habe keine Ahnung, wo ich Ihren Mann erreichen kann. Ja, dann müssen Sie es eben rausfinden. Das gehört auch zu Ihrer Aufgabe. Oder haben Sie das schon vergessen? Wieder nichts. War das letzte Hotel auf deiner Liste? Ja. Ja, aber wenn du sagst, dass all ihre Postkarten in dem Ort abgestempelt sind, dann muss sie da doch auch irgendwo sein. Dann bleibt uns nur noch die Polizei. Du meinst eine Vermisstenanzeige? Hast du eine bessere Idee? Nein. Dann rufe ich jetzt die Polizei an. Lass mich das machen. Ich habe einen Bekannten bei der Polizei, ein alter Freund. Ja, dann mach du das. Nee, ich habe die Nummer nicht hier. Ich muss aber sowieso nach Friedenau. Ich will Kathi nicht so lange alleine lassen. Hast du Angst, dass ihre Freunde das Schloss auseinandernehmen? Das nicht, aber ich möchte mit ihr über Barbara reden. Meinst du nicht, das ist vielleicht ein bisschen früh? Sie muss wissen, was los ist. Barbara ist immerhin ihre Mutter. Geil, guck dir mal die Platten an. Oh, Finger weg, die sind wertvoll. Ich pass ja auf. Hier, sieht total verschärft aus, die Alte. Wanda Jackson. Allein schon die Frisur. Wie die Mutter von den Simpsons. Tu die wieder rein. Ich finde die Musik sowieso scheiße. Also ich find sie cool. Da darf kein Kratzer dran kommen, die sind wertvoll. Jetzt hab dich doch nicht so. Bitte, tu die wieder rein. Ich pass ja auf. Ich probier's einfach mal mit dem alten Jerry. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I like the look of my heart. Hey, Kyle. Change my mind. This love is mine. Goodness gracious, great balls of fire. Was muss das sein? Die werden doch schmutzig. Quatsch, der Boden ist doch wie geleckt, Mann. Das bringt mich um, wenn ihr seine Sachen versaut. Das sind alles Antiquitäten. Antiquitäten? Der Trödel ist doch längst out. Ich dachte, du hast Christoph voll im Griff. Sei doch nicht so spießig. Ich bin nicht spießig. Ich mag nur kein Rock'n'Roll. Weißt du, worauf ich jetzt Lust hätte? Ach, nicht jetzt, bitte. Ach komm, ist doch Samstag heute. Ist doch egal, was für ein Tag heute ist. Sag mal, haben Männer eigentlich auch ihre Tage? Nein. Dann müssen es Kopfschmerzen sein. Ja, das wohl schon eher. Mir geht die Modenschau nicht aus dem Kopf. Die lief doch super. Ach komm. Mein Gott. Es muss ja furchtbar sein für dich, mit mir zu schlafen. Unsinn, natürlich nicht. Warum tun wir es dann nicht? Weil ich an Iris denken muss. Ja, das turnt natürlich ab. Das lässt mir einfach keine Ruhe. Also ehrlich gesagt verstehe ich Iris auch nicht so ganz. Clarissa ist nun mal deine richtige Mutter. Vielleicht ist sie auch deshalb so empfindlich. Du wolltest doch sowieso nach Köln fahren, um mit Iris zu reden. Ja, das mache ich jetzt auch. Bevor du mich weiter auf meine Tage ansprichst. Die sind dann aber nach Köln hoffentlich mal vorbei, Jan. Ja, das hoffe ich auch. Sei mir nicht böse. Hm? Was ist hier los? Ich habe alles versucht. Kathi wollte einfach nicht hören. Kathi, kannst du mir das bitte erklären? Ja, wir waren nur ein bisschen lustig. Ach, lustig nennt man das. Du hast mir doch erlaubt, dass ich ein paar Freunde einladen darf. Das kann doch nicht wahr sein. Das sind wertvolle Sammlerstücke. Ja, aber das wusste ich doch nicht. Ja, und wie man sich als Gast in einem Haus verhält, weißt du offensichtlich auch nicht. Deine
Freunde sind genauso hoffnungslose Fälle wie du. Raus mit euch! Ja, fix! Die Party ist vorbei. Seit wann hast du denn hier was zu sagen? Du hast keinen Grund, hier noch eine dicke Lippe zu riskieren. Und ziehen Sie sich was an, bevor Sie das Haus verlassen. Es ist kalt draußen. Wir machen uns die allergrößten Sorgen um Barbara und du feierst hier Orgien. Das habe ich von Barbara und dir gelernt. Was ist denn mit Barbara? Du sag schon, was ist mit Mama? Besuch. Ramon, das ist Jan, mein Ältester. Hi. Hi. Hab schon viel von dir gehört. Ach ja? Weiß er schon alles über mich? Du bist doch Model, oder? Ja, ich will es zumindest werden. Du willst es werden? Die Zeitungen sind voll mit deinen Fotos. Und wie gefällt's dir hier? Hast du schon Rasen mähen müssen? Ja. Nee, ich musste nur den Wagen waschen, die Fenster putzen, Holz hacken, Hemden. Ah, das ist ja unerhört. So, dann setze ich die Sklaverei fort. Hol uns doch bitte gleich mal was zu trinken, Ramon, ja? Sehr wohl, Donja Iris. Ist ja nicht lieb? Mhm. Und Spaß kann er auch vertragen. Ja, das kann er. Aber seinetwegen bist du bestimmt nicht gekommen. Habe ich recht? Ja. Ich muss mit dir reden, Iris, wegen gestern. Ach, lass mal. Ist ja schon vorbei. Das glaube ich dir nicht. Doch, doch. Iris, Clarissa kann sich auf der Bühne noch so sehr in den Vordergrund drängen. Als Mutter kommt sie gegen dich nicht an. Hast du lieb gesagt. Aber nur lass uns mal das leidige Thema beenden. Erzähl mir lieber, wie es gestern Abend noch weitergegangen ist. Prima. Das hat so viel Spaß gemacht. Die ganze Atmosphäre, die Leute und überall Fotografen. Du, Clarissa kennt wirklich Gott und die Welt. Ja, das freut mich für dich. Bitte sehr. 3-mal Cocktail Concon d'Or. Auf Jan, den neuen Superstar. Auf meinen Sohn. Kathi, auf dich ist einfach Verlass. Die kleinste Chance, Mist zu bauen und Kathi ist dabei. Du hast schon gesagt, dass es mir leid tut. Du hast dich absolut unmöglich benommen. Und Christoph hast du schwer enttäuscht. Ich konnte doch nicht wissen, dass meine Freunde so ausflippen. Ach ja, schwach wie du bist, konntest du natürlich nichts dagegen tun. Und das alles, während wir uns den Kopf zerbrechen, was mit Barbara ist. Und, was ist? Hast du was rausbekommen? Mhm. Hast du sie gefunden? Ja, Kinder. Ja, und? Unser Verdacht hat sich leider bestätigt. Oh Gott. Krebs? Eure Mutter liegt in Österreich im Krankenhaus.